Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nähanleitung auf meinem YouTube-Kanal Creative Mom. Heute möchte ich mit euch einen Hoodie für eine Dolphy Dream Mini nähen. In dem Video zeige ich, wie man Bärenohren an die Kapuze annäht und eine Lochspitze an den Ärmel festnäht, um später ein Band durchzuziehen. Mein heutiges Model ist eine Joupla Doll, da ich leider keine Dolphy Dream mehr besitze. Bevor es losgeht, könnt ihr meinen Kanal mit einem Abo unterstützen. Bei meinem Hoodie könnt ihr wahrscheinlich nicht übersehen, welches Thema ich mir heute überlegt habe. Der Hoodie wird eine Mischung aus Biene Maya und ein bisschen Bärchi. Den linken Ärmel habe ich mit einer Wabenstruktur verziert. Auf den zweiten Ärmel kommt diese Lochborte, durch die ich später ein Band ziehe und es unten zu einer Schleife binden werde. Ihr könnt euren Hoodie eintönig oder mit mehreren Farben kombiniert nähen. An die Kapuze kommen zwei flauschige Ohren dran. Die Kapuze wird im Übrigen mit einem Innenfutter genäht. Beginne mit dem Vorder- und Rückenteil. Lege sie mit der rechten Seite aufeinander, stecke die Schulternähte zusammen und nähe diese mit einem geraden Stich fest. Nehme die Ärmel. Achte dabei auf die richtige Seite. Markiere die Mitte am Ärmel und stecke diese mit der rechten Seite auf den Armausschnitt fest. Wenn du einen Ärmel mit einer Lochborte verzieren willst, musst du eine Mittellinie einzeichnen. Verwende dafür am besten einen speziellen, wasserlöslichen Stift. Lege dann die Borte mit einem Abstand von ca. 1 cm zur Mittellinie hin und stecke sie fest. Wiederhole es auf der anderen Seite. Nähe anschließend die Borte mit einem geraden Stich fest. So schaut es bei mir aus, später kommt hier noch ein Satinband durch. Nun können die Ärmel festgenäht werden. Die Nahtzugabe beträgt 0,5 cm. Nach dem Zusammennähen werde ich die Nahtzugabe etwas zurückschneiden und versäubern. Diesen Schritt kann man überspringen, da French Terry nicht ausfranst. Stecke die Bündchen mit ein paar Nadeln an die Ärmel fest. Für die Bündchen habe ich Bündchenstoff genommen. Solltest du die Bündchen aus dem gleichen Stoff wie den Hoodie machen, müssen diese gegebenenfalls etwas verlängert werden, da der Stoff nicht so dehnbar ist. Ich zeige dir nochmal, wie ich den Ärmel vor dem Absteppen vorbereitet habe. Schneide die hintere Nahtzugabe ein paar Millimeter zurück. Die vordere Nahtzugabe anschließend umklappen, mit ein paar Nadeln feststecken und das Ganze von der rechten Seite absteppen. Nähe mit einem geraden Stich knapp am Rand entlang. Schließe die Seitennähte, indem du den Hoodie aufeinander legst und die Seiten mit Nadeln feststeckst. Klappe bei den Achseln die Nahtzugabe jeweils nach links und rechts, um unnötige Dicke zu verhindern. Ich lasse am Anfang die Fäden etwas länger, um später die Nahtzugabe zum Rückenteil vernähen zu können. Nun kommt das Bauchbündchen dran. Nähe es einmal an der Seite zusammen.
Klappe das Bündchen einmal auseinander und lege die Nähte aufeinander. Markiere die Stelle und anschließend die gegenüberliegende auch. Lege danach die markierten Stellen aufeinander und markiere die gegenüberliegenden Stellen. Somit haben wir das Bündchen viermal gleich aufgeteilt. Markiere beim Pulli am Vorder- und Rückenteil jeweils die Mitte. Nun wird das Bündchen mit der hinteren Naht auf die markierte Stelle am Rücken gestülpt und fixiert. Dehne Bündchen und Pullover gleichmäßig, um dann auch die anderen markierten Stellen zu fixieren. Damit man beim Nähen nicht so sehr auf das Dehnen achten muss, stecke ich Bündchen gerne mit sehr vielen Nadeln fest. Nähe das Bündchen mit einem elastischen Stich fest. Du kannst dafür einen Overlockstich nehmen oder einen einfachen Zickzackstich. Nehme dir die Ohren, lege sie rechts auf rechts aufeinander und stecke sie mit ein paar Nadeln fest. Nach dem Zusammennähen schneide die Nahtzugabe ein paar Millimeter zurück. Wende die Ohren anschließend auf die rechte Seite. Nun benötige wir die Kapuzenteile. Lege sie einmal vor dich hin. Auf dem größeren Teil der Kapuze messe von oben 4 cm ab und lege an diese Stelle eins der Ohren hin. Stecke die Ohren anschließend mit ein paar Nadeln fest. Lege den schmalen Kapuzenteil mit der rechten Seite auf den breiten Kapuzenteil und fixiere alles mit sehr vielen Nadeln. Wiederhole es anschließend auch mit dem zweiten Kapuzenteil. Nehme dir das Innenfutter, lege es mit der rechten Seite aufeinander und stecke die äußere Kante mit ein paar Nadeln fest. Für den Innenstoff hatte ich auch einen French Terry genommen. Besser wäre hier ein Jersey gewesen, weil er weniger aufträgt. Nähe das Innenfutter mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm zusammen. Auch die Außenkapuze wird mit 0,5 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Wenn die Seitennähte geschlossen sind, klappt einmal vom Innenfutter die Nahtzugabe auseinander und steppt sie von der rechten Seite knappkantig ab. Damit die Ohren an der Kapuze nicht abstehen, wird die erste Nahtzugabe etwas zurückgeschnitten. Schneide nur die Nahtzugabe vom kurzen Kapuzenteil und von dem Ohr ab. Die Nahtzugabe des großen Kapuzenteils wird zur Seite des kurzen Kapuzenteils geklappt und von der rechten Seite mit Nadeln fixiert.
Jetzt kannst du alles mit einem geraden Stich von der rechten Seite absteppen. Stelle die Stichlänge größer ein, damit dein Stoff keine Wellen schlägt. Lege die Außenkapuze mit der rechten Seite aufeinander und stecke dir die Außenkante mit ein paar Nadeln fest. Nähe die Kapuze mit einem Abstand von 0,5 cm zusammen. Die Kapuze habe ich zusammengenäht und gleichzeitig auch die Mittelnaht genauso wie beim Innenfutter abgesteppt. Stecke das Innenfutter mit der rechten Seite auf die Außenkapuze fest. Achte darauf, dass die Mittelnähte genau aufeinandertreffen. Nähe beide Kapuzenteile zusammen. Die Nahtzugabe beträgt hier wieder 0,5 cm. Wende die Kapuze und forme die Außenkanten aus. Ich werde die Kapuze einmal rundherum nah am Rand absteppen. Vorher forme ich mir die Kante so aus, dass das Innenfutter von außen nicht sichtbar ist und stecke alles mit ein paar Nadeln fest. Wenn du Ösen anbringen möchtest, müsstest du jetzt an dieser Stelle, bevor du alles absteppst, Flieseline draufbügeln und die Ösen anbringen. Ich werde es diesmal nicht machen, ich werde nur eine zweite Naht legen für einen Tunnel, um später ein Band durchzustecken, und anstelle der Ösen mache ich einfach 2 kleine Schnitte rein und schiebe dann das Band direkt durch. So schaut es nun bei mir aus. Die zweite Naht habe ich im Abstand von 0,7 cm gelegt. Je nachdem wie breit dein Webband ist, kannst du auch größer oder kleiner legen. Markiere dir beim Pullover vorne und hinten jeweils die Mitte. Stecke die Kapuze mit der Mittelnaht an die markierte Stelle am Rücken fest. Achte darauf, dass du sie mit der richtigen Seite feststeckst, sonst hast du später das Innenfutter außen. Dann arbeite dich vor bis zur Mitte. Die Kapuze wird sich etwa 1 bis 1,2 cm bei der Mitte überlappen. An dieser Stelle würde ich dir raten, die Kapuze wirklich sehr gut festzustecken. Besser ist es, du schnappst dir nochmal eine Nadel und einen Faden und nähst das Ganze mit der Hand rundherum fest. Mir ist es leider schon sehr oft passiert, wenn ich es zu schnell gemacht habe und dann nicht alles richtig festgesteckt hatte, dass der unterliegende Teil vorne an der Kapuze, also die Spitze, dann rausgeschaut hat und beim Festnähen nicht festgenäht wurde und naja, das hieß dann Auftrenner holen. Hier zeige ich dir nochmal, dass ich alles mit der Hand festgenäht habe und nochmal kontrolliert habe, dass wirklich nichts absteht und alles fest ist. Die Kapuze nähe ich mit einem Overlockstich fest. Es sieht optisch einfach professioneller aus und die Nähte stehen nicht ab und auch die einzelne Nahtzugabe klappt nicht auseinander. Also das ist schon viel ordentlicher. Du kannst natürlich auch einen Zickzackstich nehmen, das geht auch. Im Übrigen verrate ich dir, dass ich hier auch einen Nahtauftrenner gebraucht habe, weil bei mir genau das vorher erwähnte Problem mit den Spitzen nicht 100% hingehauen hatte. Und so sieht mein Hoodie aus. Die Kapuze ist angenäht, ich habe sie noch von der rechten Seite abgesteppt, damit auch die Nahtzugabe flach liegt und nicht absteht. Jetzt ziehe ich nur noch das Band durch und dann ist es fertig. An dieser Stelle verabschiede ich mich und freue mich, viele Ergebnisse zu sehen und wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen.